Hallo und herzlich willkommen zu Veras Blockflötenkanal. Eine Zuschauerin hat mich gebeten, einmal einen Forte-Griff zu zeigen. Und da ist mir die Idee gekommen, dass es einen bestimmten Griff gibt auf der Blockflöte, der unglaublich vielseitig ist, sodass man ihn wunderbar als Pianogriff, super leise, aber auch mit ein bisschen Variation auch als super Forte-Griff spielen kann. Und diesen möchte ich euch heute vorstellen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. So, jetzt will ich das Geheimnis mal gleich lüften. Es dreht sich bei der Altblockflöte das mittlere G und entsprechend bei der Sopranblockflöte das mittlere D. Also wo ihr wirklich nur den Mittelfinger drauf habt und sonst alle Finger weg. So, also wie gesagt, die Zuschauerin hat mich ja gefragt, kannst du nicht mal ein paar Forte-Griffe zeigen? Ich habe ja schon mal öfters ein Video gemacht über Piano-Griffe und das kennt man ja so bei der Blockflöte am Ende von einer Phrase oder am Ende vom Stück, wo man den Schluss so nicht ganz so laut spielen will, dass man da einen alternativen Griff nimmt. Warum überhaupt? Das will ich kurz nochmal erläutern, obwohl ich mich ja oft wiederhole, aber für die, die das noch nicht so kennen und auch für die, die es schon kennen, ist das gut, sich das immer bewusst zu machen. Die Blockflöte ist so konzipiert, dass wenn ich lauter reinblase, der Ton höher wird. Und wenn ich leiser reinblase, wird der Ton sofort tiefer. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück habe und ich möchte den Schlusston leise spielen, spiele den einfach leiser, klingt es eben verstimmt. Und das wollen wir natürlich nicht. Sonst heißt es wieder, die Blockflöte klingt schief. Das muss nicht sein. Und deshalb kennt ihr ja schon von mir diese Piano-Griffe. Man kann aber tatsächlich auch in die andere Richtung korrigieren. Es kann ja mal vorkommen, dass ich einen Ton extra laut spielen möchte und dann nicht zu hoch sein will. Und ein super Beispiel dafür ist dieses mittlere G, denn jetzt kommt noch eine Eigenart des Blockflötenbaus hinzu. Das mittlere G, und das habe ich auch schon mal öfters erzählt, das ist innerhalb der Stimmung von der gesamten Blockflöte eigentlich im Verhältnis zu hoch. Deshalb ist, das ist jetzt ein guter Ausdruck, fällt mir gerade ein, bei dem mittleren G immer Vorsicht geblasen. Sorry, ich lache immer über meine eigenen Witze. Also das mittlere G oder auch D auf das Sopran sollte man schon mal immer vorsichtiger blasen als zum Beispiel den Ton darunter, das F, ja, weil das sonst sowieso zu hoch ist. Also dieses mittlere G spiele ich vorsichtig. So, wenn ich jetzt aber irgendwo in einem Stück, vielleicht in der Kammermusik oder überhaupt, ich will jetzt das G richtig laut spielen, dann kann ich mit diesem G ganz einfach was machen. Und zwar, ich mache es tiefer, indem ich noch erstmal einen Finger dazu nehme. Also ich habe den normalen Griff fürs G und nehme einen Finger dazu. Und wenn ich die dann beide auf die gleiche Art blase, wenn ich die beide gleich laut erstmal blase, also wenn nichts wäre, dann werdet ihr hören, dass das G mit dem zusätzlichen Finger tiefer klingt. So, und das können wir nämlich ausnutzen, indem wir den Finger zwar drauf machen, aber nicht genauso blasen, sondern lauter blasen. Dann wird das G höher, ohne dass das abgestraft wird sozusagen. Nein, falsch, es wird lauter. Es wird lauter, ohne dass es abgestraft wird. Also es wird eben nicht höher, es bleibt gleich. Und wenn euch das noch nicht reicht, wenn das noch nicht laut genug ist, dann könnt ihr sogar zum Beispiel noch diesen Finger dazu nehmen. Das könnt ihr auch noch mal im Vergleich hören. Wenn ich jetzt das normale G normal blasen würde und das mit den hinzugenommenen Fingern genauso laut, dann wäre das natürlich viel zu tief. Und das nutze ich jetzt wieder und blase dann
einfach lauter, dann klingt der Ton richtig laut und er ist aber trotzdem gut gestimmt. Ja, und das G ist eben so vielseitig, weil ihr auch damit wunderbar, ganz einfach Pianogriffe machen könnt. Also ich finde ja dieser Fortegriff von ihm, der ist wirklich super einfach. Ihr nehmt einfach einen Finger dazu, ja. Und der Pianogriff ist jetzt auch nicht so schlimm. Da nehmt ihr statt des Mittelfingers, nehmt ihr meistens, ja, man kann das variieren, den Ringfinger plus den nächsten Zeigefinger. Das ist so der Standard-Piano-Griff für dieses G, würde ich mal sagen. Und man könnte hier unten noch was dazu nehmen, aber dann ist er schon wieder nicht so weit entfernt von diesem. Also ich würde den nehmen. Und wenn ihr jetzt die beiden nacheinander hört, das normale mittlere G und dieser Hilfsgriff für das leise Spiel, wenn ich die gleich laut blase, ist natürlich der Hilfsgriff zu hoch. Und wenn ich den Hilfsgriff dann leiser blase, ist er gut gestimmt und er klingt leiser. Und wenn ich es dann noch leiser haben will, kann ich unten den nochmal wegnehmen und dann habe ich einen noch leiseren Ton. Das ist aber noch nicht alles für das G. Ihr könnt auch für das G an sich einen völlig anderen Griff nehmen, nämlich statt des Mittelfingers macht ihr alle Finger rauf und nehmt den Daumen hinten weg. Das ist nämlich auch ein G. Und das ist erstmal sehr nützlich, um zu trillern. Denn wenn ihr versucht man trillert ja immer mit dem nächsthöheren Ton, also bei dem G wäre das dann das hohe A, von dem aus ihr trillern wollt. Für die Sopranblockflöte ist das übrigens, wäre das mittlere D und ihr würdet trillern vom hohen E aus. Ja? Und das ist recht kompliziert, wenn ihr das mit den normalen Griffen machen möchtet. Und das habe ich schon mal im Video erklärt über diesen Trillergriff. Ist es viel einfacher, wenn ihr dieses alternative G nehmt und damit dann den Triller macht. Wie ihr jetzt gemerkt habt, greift man dabei auch das A anders, ne? Aber das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen in diesem Video, das ich euch verlinke da unten in der Infobox. Ja, und übrigens, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das kleine Glöckchen anklickt, dann verpasst ihr keine Videos mehr, dann bekommt ihr immer Bescheid. Ja, also ich finde, dieses G ist unheimlich flexibel. Man kann in alle Richtungen damit gehen. Und wenn ihr Alternativgriffe üben wollt, Pianogriffe oder Fortegriffe, wie in diesem gewünschten Fall, lohnt sich das richtig mit diesem Ton zu machen, weil der so oft vorkommt, dass sich diese Überei wirklich da rentiert. Ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir eure Fragen dazu, falls ihr die habt. Schreibt mir mal noch weitere Wünsche, welchen Griff möchtet ihr mal wissen oder wo ihr so im Dunkeln tappt. Ja, gut, ich bedanke mich jetzt erstmal wieder fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächsten Freitag. Tschüss!